Hallo, mein Name ist Cecil Baumann, ich bin die Moderatorin und Gründerin von Ganz in Bewegung. Ich bin Expertin für Bewegung und Alexander-Technik. Mein Unternehmen richtet sich an ganzheitlich denkende Menschen, die ihre Mind-Body-Connection besser verbessern wollen. Wir melden uns live aus dem sonnigen Zürich. Unser heutiges Interview führen wir mit Dr. Joachim Ahlers, der Allgemeinmediziner aus Leidenschaft und international gefragter Medizinexperte. Wir freuen uns sehr, ihn heute hier zu haben. Aber bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich euch erklären, was ich unter Mind-Body-Connection verstehe. Das von uns entwickelte Ganz-in-Bewegung-System umfasst 7 grundlegende Komponenten des Menschseins. Das beinhaltet deine Bewegung, deinen Körper, dein Umfeld, deine Erfahrungen, deine Emotionen, dein Denken und alles ist mit deinem Atem verbunden und auch untereinander vernetzt. Unser Gast Dr. Joachim Ahlers ist ein international gefragter Medizinexperte. Er hilft Unternehmern, Selbstständigen, High-Performern und Profisportlern dabei, ihre Gesundheit zu optimieren. So unterstützt er sie dabei, sich nachhaltig von Müdigkeit, Leistungsabfall, innerer Unruhe und Infektanfälligkeit zu befreien. Als Facharzt für allgemeine innere Medizin und mit einem Master in Medical Administration verfügt Dr. Ahlers über eine hohe Expertise im Bereich Mikronährstoff, Diagnostik und Therapie. Dabei ist sein Ansatz, die Schulmedizin mit neuen wissenschaftlichen Methoden zu kombinieren, denn über den Tellerrand hinauszuschauen, ist ihm sehr wichtig. Mit seiner jahrelangen Erfahrung hat Dr. Ahlers bereits über 3000 Patienten geholfen. So individuell die Symptome auch sind, so individuelle Lösungen sind möglich. Durch sein enormes Netzwerk aus Experten und eigener Expertise hat er immer den passenden Ansprechpartner in der Hinterhand, der Spezialist auf seinem Gebiet ist. Zudem ist er zertifizierter Metalltoxikologe, Notfallarzt der Kantonspolizei Zürich und Notfallarzt in der Permanence. Wenn du eine Frage an Dr. Ahlers stellen möchtest, wende dich bitte direkt an ihn. Lass uns nun Dr. Ahlers herzlich begrüßen. Hallo, ich bin dankbar, hier zu sein. Willkommen, Joachim. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Wir kennen uns bereits seit ein paar Jahren und immer wieder bin ich begeistert von deiner Offenheit, Klarheit und deinem Drang, weiter zu forschen und zu lernen, um deine Patienten noch besser unterstützen zu können. Du bist offen für die Komplementärtherapie und hast über LinkedIn nach möglichen Therapeuten und Therapeutinnen gesucht, worauf ich mich gemeldet habe und wir unseren ersten telefonischen Kontakt hatten. Danach haben wir bei Weiss Medicine in Winterthur zusammengearbeitet und uns besser kennenlernen dürfen. Auch wenn wir inzwischen wieder unsere eigenen Wege individuell gehen, sind wir in Kontakt geblieben und ich schätze den Austausch mit dir und die Zusammenarbeit sehr. Ich habe wie immer unendlich viele Fragen an dich und möchte das Maximum für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen herausholen. Kannst du uns kurz erzählen, was dich dazu motiviert hat, nicht nur Schulmediziner zu sein? Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Schulmediziner ist natürlich erstmal die Basisausbildung und das, wo man wirklich die leitliniengerechte Medizin macht. Das verstehen wir unter Schulmedizin. Das, was man dann einfach sehen muss, ist, wenn man selber einen Leidensweg und Erkrankung gegangen ist, bei mir war das ADHS, oder ich mich auch mit vielen anderen Ärzten unterhalten habe, die gerade im Magen-Darm-Bereich, gastroenterologisch oder gerade im Hautbereich, dermatologisch, Autoimmunerkrankungen oder so viele andere Sachen einfach auch selber erleben mussten, auch als Ärzte, dass ihre eigene Schulmedizin nicht immer helfen kann und hinten ansteht. Da gibt es dann irgendwann ein Umdenken, gerade wenn das in den eigenen Reihen ist, oder? Und das ist etwas, wo man dann über den Tellerrand sprichwörtlich schaut und sieht, aha, da gibt es ja noch viel mehr. Da gibt es den Großbereich der Integrativmedizin, Komplementärmedizin, Naturmedizin. Da sind viele Schnittmengen. Und da habe ich mich spätestens so ab dem 2. Assistenzarzt ganz deutlich mit befasst. Und bin auch bis heute dankbar, weil diese sogenannte Ursachenmedizin, wie ich sie nenne, ein großer Teil sein soll und mich das immer motiviert und bestärkt hat, als Arzt aus Leidenschaft zu arbeiten. Und das ist das, wie ich dazu gekommen bin. Also das unterscheidet dich sozusagen auch, so diese ursachenorientierte Vorgehensweise. Oder gibt es noch anderes, was dich von
alternativen oder also rein alternativen oder rein schulmedizinischen Ärzten und Ärztinnen unterscheidet? Ja, und mir ist das ein ganz tiefes Anliegen, dass ich fundiert und möglichst evidenzbasiert in beiden Welten schaffe. Das ist wie ein Kunststück. Das ist der Brückenbauer, Wandler zwischen beiden Welten. Da muss man wirklich sagen, wenn ich regelhaft auch auf Fortbildungen bin, leitliniengerecht arbeite in der Schulmedizin, Notfallmedizin und als Internist, aber dann eben noch wirklich am Zahn der Zeit bin, mit den einzelnen Mikronährstoffen, Fachgesellschaften in dem ganzen Bereich der komplementären Medizin. Das ist ein Kraftakt, aber das ist mir ein großes Anliegen, weil nur so kann man wirklich dann auch mit den wirklich so brauchbaren Ärzten aus der Schulmedizin, die auch gut sind, vielleicht im chronischen Bereich nicht immer ganz unabhängig sind, chronische Erkrankungen meine ich damit, kann man wirklich gut zuarbeiten. Und es sind super Diagnostiker und es sind auch gute Akutmediziner häufig. Ich habe halt im chronischen Bereich häufig noch, wo ich denke, da könnte man doch viel mehr kombinieren. Da könnte man doch viel mehr noch chronische Erkrankungen, ich denke an einen Diabetes, so bei 20-30% abfangen und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, um mal nur ein Beispiel zu nennen, oder? Das ist so meins. Aber es ist ein Kraftakt. Ich denke, da gibt es, wenn du von der Unterscheidung sprichst, vielleicht zumindest im Schweizer Raum nicht allzu viele davon. Und ich erhoffe mir, dass ich in 10 Jahren nicht auch nur in einer Welt bin, sondern immer noch am Zahn der Zeit. Das ist einfach, da muss man dranbleiben. Lebenslanges Lernen und eine gewisse Leidenschaft. Das ist das. Es ist ein Opfer, aber es ist, tut uns allen gut und noch mir. Ja. Ja, vor allem den Patienten, die davon profitieren können. Ja, also du bist so ganzheitlich unterwegs und auch die Erfahrungen. Also das finde ich ja so spannend, dass du wenn ein Patient zu dir kommt mit einem Anliegen, dann bist du immer offen zu wissen, was für Erfahrungen hat er bisher gemacht, auch mit anderen Ärzten oder Therapeuten oder einfach in seinem Umfeld. Das ist dir auch wichtig zu verstehen, woher kommt er? Was hat denn geprägt? Und wo kannst du besser ansetzen oder wo musst du aufpassen? Ja, es stimmt schon. Also gerade zu mir, weil natürlich auch integrativ obendrauf steht, kommen ganz unterschiedliche Menschen mit, sag ich mal, unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Patientenkultur und unterschiedlichem Mindset oder auch Vorprägung. Das kann sein, dass im Extremfall jemand kommt und sagt, hey, schau mal du, ich habe mit Strahlentherapie, Chemotherapie und dem ganzen Zeug komplett abgeschlossen. Ich möchte das einfach nicht. Wenn du als Arzt damit konform gehst, dann würde ich gerne bei dir was machen. Dann muss ich ganz genau hinhören und muss mir das teilweise auch unterschreiben lassen, dass er leitliniengerecht, dieser Patient, von mir aufgeklärt wurde und dass er aus freien und eigenen Stücken trotz meiner Aufklärung das komplett nicht möchte. Das ist wirklich, da muss man viel Weisheit besitzen und solche Patienten schaue ich mir ganz genau an. Da muss die Mitmachbarkeit gegeben sein, da muss eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass Patienten vielleicht mit einer ganz großen Skepsis kommen und sagen, schaut mal, die Schulmedizin hat mir immer geholfen. Jetzt ist es das erste Mal, dass sie nicht ganz helfen kann und ich suche was ganzheitliches. Aber ich bin so dankbar, dass ein Schulmediziner da ist. Ich habe wie beide Menschenseiten, die ich erreiche, zum Glück sind die meisten Patienten schon noch im Mittelfeld. Und das ist, wie gesagt, ich schaue mir meine Patienten an, den einen oder anderen google ich. Ich habe einige Selbstständige oder Unternehmer oder Sportler oder so. Und da schaue ich natürlich schon, woher kommen die, was ist deren Prägung, wer hat vielleicht schon 2, 3 universitäre Professoren vor mir gesehen und wo bin ich dann Detektiv und schaue, wo die Lücken sind und das, was eben noch zu tun ist. Also du hast völlig recht. Patienten sind unterschiedlich und das macht das Ganze so spannend. Das stimmt. Und du bist ja sehr innovativ unterwegs und bietest nun auch online immer mehr an. Kannst du uns mehr über deine Herangehensweise und den Nutzen von Online-Möglichkeiten sagen? Also mein Anliegen ist, dass ich nicht nur meine Praxis ist am Zürichsee, oder? Dass ich dort im Zürichseefeld nicht nur Menschen empfangen kann, sondern auf der ganzen Welt, dass ich sie coachen kann als
privater Leibarzt begleiten kann. Ich habe Patienten, ich sage es einfach mal, auf den Cayman Islands, in New York aktuell, in Österreich, in Berlin, überall. Und das ist etwas, das geht dann nur über die digitalen Medien. Wir arbeiten mit sogenannten datenschutzkonformen Messenger, wo wir das kombinieren, zusammen mit E-Mail und natürlich auch Telefon, sodass man den Leuten anbieten kann, hey, du bist auch mal als Arzt direkt unabhängig von einem Sekretariat erreichbar und man berechnet nicht gleich alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, sondern kann zwischendurch mal kleine Fragen beantworten. Schätzen die Leute sehr, bedeutet für mich, abends um 9 Uhr auf dem Sofa, auch das ein oder andere Opfer bringe, aber es ist etwas, wo noch viel mehr, ich weiß, wo die Patienten stehen, ich weiß, welche Wehwehchen sie haben, wir schicken mir Screenshots von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Hey du, Einnahmeplan war schon super, aber das und das hat sich jetzt verändert. Wie gehe ich damit um? Wo sie direkt eine Antwort bekommen und nicht erst in 2 Wochen. Und das ist etwas, wo es, glaube ich, Geheimnis ist, was ich ganz gut kann, wo ich speditiv bin und schnell reagieren kann und sehr responsive bin in den digitalen Medien. Wir arbeiten viel mit Videokonferenzen, wir arbeiten mit dem gesamten Dachraum zusammen, wo wir schon viele Blutentnahmestellen haben und auch Kooperationspartner. Die meisten Infusionen natürlich laufen in Zürich, aber ich als Netzwerker, mir ist ein ganz großes Anliegen, dass, wenn es geht, nicht nur in der Schweiz, sondern auch darüber hinaus, die Patienten Wege sparen können. Und ich glaube, da bieten wir doch etwas ganz Besonderes und Einmaliges an. Wir sind gerade dabei, selbst die Praxisverträge oder andere Sachen einfach mobil, smartphone-gerecht, online direkt schon anbieten zu können, sodass, wenn die Patienten zu uns kommen, kommen sie in eine ruhige Atmosphäre. Es klingelt nicht ständig das Telefon und es ist wie in einer Wohnzimmeratmosphäre und es ist etwas, wo der Fokus da ist und das schätzen die Patienten sehr. Ja, das ist etwas, wo ich glaube, ich auch so weitermachen werde in dieser Form. Ja, also sehr fortschrittlich, würde ich sagen, weil die Medizinwelt ist ja zum Teil ein bisschen schwerfällig, gerade was online angeht. Also da muss man wahnsinnig viel Datenschutz und weiß ich was da draus kommen und wissen, wie, wo, was. Und so als ja, also du kannst natürlich machen, oder? Weil du selbstständig bist, du kannst selber entscheiden, du kannst dir das Wissen holen. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil und super gut für die heutigen jungen Menschen auch, die überall auf der Welt sind und nicht immer zu diesen Zeiten vor Ort sein können. Also, so wie ich das verstanden habe, bietest du vor allem online Gespräche an und alles andere kann dann irgendwie abgefangen werden. Blutentnahmen und all die Sachen sind dann irgendwo auf der Welt machbar und werden zu dir auf sicherem Wege geliefert. Dann kannst du es auswerten und wieder online mit den Leuten in Kontakt treten. Habe ich das richtig verstanden? Wesentlichen schon die Flexibilität und Entscheidung, wie wir es machen, liegt letztlich beim Patienten. Wir bieten bis zu 2 kostenlose Erstgespräche an, wo wir nicht nur Patienten kennenlernen, sondern das, was wir auch machen und letztlich allenfalls schon ein Angebot mitteilen, alles in Ruhe rückgesprochen werden kann, wo der Patient einfach weiß, hey, ich kann mir das Ganze mal in Ruhe anschauen. Wie geht das eigentlich? Wie macht der Dr. Ahlers das und so weiter? Und dann schaut man halt, kommt der Patient von weit, kommt er von ferne? Ist unser Netzwerk dort ausgeprägt? Ja, nein. Ist es etwas, wo er jetzt nur eine Beratung möchte oder möchte wirklich etwas, wo face-to-face und in the long run einfach eine längere Begleitung? Ist es einfach eine Check-up-Analyse oder möchte er nur Infusionen oder reagieren wir auf Analysen mit Infusionen, Ernährungsumstellung, weitere Diagnostik? Braucht es etwas? Das ist der Plan, den man aufstellt. Das ist eine strategische Voraussicht, wo wir immer davon ausgehen wollen, dass wir den Patienten mal mindestens über 3 bis 6 Monate in eine Richtung und einen roten Leitfaden schicken und dann auch wirklich gucken, dass wir Kontrollen machen, dass wir sehen, dass wir einen Mehrwert in dieser Zeit geschaffen haben. Und es gibt fast sehr selten nur, dass Patienten sagen, hey du, das hat mir schon noch sehr gut getan. Im Wesentlichen schaue ich mir das aber dann vielleicht nochmal von der Seite an. Die allermeisten Menschen sagen, hey, schau mal, wow, das habe ich noch nicht so erfahren. Das ist jetzt ganzheitlich von mehreren Seiten. Und das tut mir dann gut, das feuert mich an. Und wir haben zum Beispiel gerade richtig gestandenen Unternehmer, ja, Multimillionär, ist etwas, wo wir gerade Prädiabetes gefunden haben. So, das
kann es natürlich für diese Person nicht sein. Sehr Mhm. disziplinierter Mensch und aber auch sehr ruhig und besonnen. Excel-Typ und so weiter. Ja, und dann haben wir einfach einen Ernährungsplan aufgestellt, wo der glykämische Index richtig tief ist, aber trotzdem mit guten Proteinquellen, dass man auch mal einen Cheat Day hat. Haben wirklich geguckt, dass wir auf pflanzlicher und auf Nahrungsergänzungsmittelseite umstellen, haben geschaut, dass wir mit Infusionen noch das eine oder andere korrigieren, haben die Frau noch ein bisschen mit ins Boot genommen und siehe da, er hat schon nach 1,5 Monaten 4 Kilogramm abgenommen, ist am Hals schlanker geworden, hat sich selber dadurch motiviert und wir feuern jetzt gerade einiges an. Also er sagt, wenn Wow. Arbeit fokussierter ist und all das. Und das sind dann so Sachen, wo man dann irgendwie auch Beziehung zu den Menschen aufbaut und mit Leidenschaft trägt. Und das will ich. Ich glaube, so ein bisschen Hirte und dass die Leute nachverfolgen. Und dazu sind die Leute natürlich dann auch bereit, einfach in so eine Privatpraxis dann zu kommen. Ja, das ist so meins, aber das ist mit voller Leidenschaft. Ja, das hört man, das hört man. Super. Du bist zertifizierter Metalltoxikologe, also machst du Schwermetallausleitungen und mehr. Also welche Symptome können entstehen, wenn man zu viel Gift in seinem Körper hat? Oft merkt man das ja erst viel zu spät oder also ja. Ja, also jetzt ist es so, ich bezeichne mich immer als professioneller Metalltoxikologe, mit Betonung auf professionell, weil es gibt immer noch einige Therapeuten, die das machen, sei es mit Chelaten, DMPS oder Calcium-EDTA, da gehe ich gleich noch drauf ein, und Mhm. es nicht standardisiert machen und auch viele Fehler oder Verzerreffekte in der Diagnostik einfach nicht wahrnehmen. Und dann entstehen solche Sachen, dass man dann einfach vielleicht 30 oder noch mehr Chelatausleitungen anbietet oder einen eigentlich gesunden Test, wo keine Belastung zu finden ist, dann vielleicht in neuen Therapien anbietet. Das braucht es nicht immer. Und wir sind der klinischen metalltoxikologischen Fachgesellschaft im Dreiländereck angeschlossen. Ja, das heißt, da muss man sich auch immer wieder rezertifizieren und da kann es sein, dass auch mal alle 6 Monate sich das ein oder andere aufgrund des riesen Erfahrungsschatzes ändert. Und genau da bin ich eben dran. Ja, Mhm. da muss man sagen, habe ich in den letzten 2 Jahren die meisten Chelat-Metallausleitungen in der Schweiz vollzogen, nach meiner eigenen Aussage. Ich bin mir da relativ sicher. Kann es natürlich nicht beweisen, jetzt nicht die Zahlen von anderen vorliegen habe, aber so viele wirklich richtig zertifizierte Metalltoxikologen in der Schweiz gibt es gar nicht. So. Und das, was uns, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir nicht nur mit den standardisierten Chelaten und auch in Kombination mit natürlichen Entgiftern wie Alpha-Liponsäure, Glutathion, DMSO und anderen Sachen ideal zurechtkommen, wissen, was in welcher Reihenfolge ist, sondern, ich sage es einfach mal, die meisten können mit Zink-DTPA, Calcium-DTPA, Natrium-EDTA und wie sie alle heißen, nicht umgehen, haben das Nebenwirkungsmanagement nicht. Man kann viel falsch machen, wenn man DMPS einfach sich nicht an Zeiten hält oder das zu früh öffnet. Oder andere Sachen kann man wirklich Pseudoallergien auslösen. Wenn man beim Calcium-EDTA nicht wirklich abfragt, ist dann insulinpflichtiger Diabetiker oder hat er ein seltenes accessorisches Bündel hier am Herzen oder hat er irgendwelche hochgradigen Herzrhythmusstörungen, kann man selbst da, wo man eigentlich nie Nebenwirkungen erwarten würde, wirklich was falsch machen und dann gibt es richtig Herzklabaster. Ja, also sollte schon jemand dahinter sein, der sein Handwerk versteht. Wenn das bei einem Therapeuten auch selten versteht oder der Patient die Augen nach oben kippt und einmal kurz wegtritt, ist dann immer Holland in Not. Das ist dann sehr unprofessionell. Da braucht man, glaube ich, jemand, der allergisches Therapiemanagement versteht und einfach insgesamt auch die Medikamente vor Ort hat. Das heißt, da können wir den Patienten Sicherheit mitgeben, Mhm. Patienten mitgeben, dass wir auf die Belastungen auch richtig reagieren. Ja, ein bisschen mehr Richtung DMSA, wenn wir Blei, Cadmium gehen, Quecksilber sicherlich mit DMPS und. Ja, also da gehört ein bisschen Expertise zu. Das ist etwas, wo wir dann auch maximal 10 Ausleitungen machen und erstmal den Vorher-Nachher-Effekt sehen. Nicht jeder braucht 10. Bei den meisten bin ich da schon 80% durch, viele sogar ganz. Und da kann ich fast
bis auf den Punkt immer sagen, wer was wie lange braucht. Und das gibt dem Patienten eine Sicherheit. Wir haben Vorher-Nachher-Finale. Wenn man das sich richtig professionell macht, dann kann man das auch 1:1 ablesen. Die Patienten, Mhm. wo sie vorher waren, hinterher können sich das an den Kühlschrank stecken und wissen, alles klar, ich bin schwermetallbefreit, können Haken dran machen, ist wirkliche Ursachenmedizin. Und Mhm. das ist eine schöne Sache, oder? Es ist nicht Symptome Sicher. kaschieren. Tinnitus werden Leute dadurch befreit. Unspezifische Symptome können teilweise weg sein. Schwermetalle sind nicht nur Trigger für Tumoren, Teilursachen oder Teilursachen für allergische große Sachen, ja, oder Autoimmunerkrankungen. Da gibt es so viele, wo diese Teil der Umweltmedizin einfach etwas ist, wo ich finde, gehört dazu. Bei uns in Europa noch relativ wenig ausgeprägt. In Mhm. Nordamerika und anderen Ländern können viele diesen Teil der Metalltoxikologie sogar in der Hausarztmedizin anbieten. Da sind wir hier in unseren Breitengraden noch etwas hinterher. Jetzt habe ich so viel geredet. Jetzt gebe ich mal das Wort wieder an. Nein, aber das ist super, weil das ist ja nicht nur für High-Performer wie Sportler und CEOs und solche Leute, die wirklich auf den Körper schützen müssen und angewiesen sind zu funktionieren, sondern eigentlich für alle, die leistungsfähig bleiben wollen und auch nicht krank werden wollen. Und man weiß ja, oder, je älter, je anfälliger ist man. Und ich nehme an, das kann mit diesen Schadstoffen zusammenhängen, oder wie Nicht, siehst du das? Schon vor allem nicht mit ein Grund. Ja, also ich darf dir sagen, für mich würde ich die Leitlinien schreiben können. Dann würde ich Mhm. sagen, jeder zur Lebenshälfte einmal eine metalltoxikologische Provokationsinfusion braucht, wo man sieht, hey, was ist denn da noch in dem Mhm. System drin? Und auf der anderen Seite im Vollblut, hey, was haben wir denn da noch an chronische Zellablagerung? Wo sind Quellen? Wo sind langfristige Ablagerungen? Gibt es da was zu tun? Und weißt du, so Klassiker. Leute gehen nach Asien, da sind arsenhaltige Böden, kommen zurück und haben Belastungen. Leute im Fitnessbereich essen seit 2 Jahren Thunfisch aus der Dose, weil es natürlich schön proteinreich ist und haben da dann eine Quecksilberbelastung. Oder sind immer noch bleibeschichtete Rohren im Trinkwasserbereich in manchen Gemeinden und ADHS-Kinder fragen sich, warum sie in jungen Jahren schon bleibelastet sind. Oder. Ja, so Gadolinium bei Kontrastmittel, MRT oder andere Klassiker. Und selbst da, wenn wir schon beim Kontrastmittel MRT sind, kann man sich dann sogar Gedanken machen, weil es nicht so viele Alternativen gibt, wenn man ein weiches Organbild im Kontrast darstellen möchte, wenn man eine therapeutische Konsequenz von ziehen möchte, hey, dann kann man das Ganze auch antizipieren, kann man das vorbereiten, dann kann man mal miteinander sprechen mit den Radiologen, hey, und den MPAs dort, dass sie vielleicht nicht ganz so viel Kontrastmittel reinrauschen lassen, wenn es eine wirklich dünne und kleine zierliche Person ist. Ja. Dass man dann entsprechend, gerade wenn es vielleicht ganz viele Follow-ups gibt, so spätestens ab dem 3., 4. Mal dann drüber nachdenkt, dass es doch auch sich ablagern kann im Gehirnstoffwechsel und vor allen Dingen auch in der Leber, gerade mit Gadolinium. Sind große Themen, die auch sehr häufig vorkommen. Und dann haben wir nicht zuletzt den Feinstaub. Viele meiner Patienten kommen aus London, Paris oder. Das sind ganz andere Belastungen in diesen urbanen Gegenden. Und das werden wir auf jeden Fall innerhalb solcher Check-up-Labore auch dann abklären. Und dann sieht man ganz klar, dass danach, wenn man Blei, Cadmium, Bismut und so weiter ausgeleitet hat, dann können die Mhm. Leute auf einmal viel besser Zink, Eisen, Selen und andere Sachen, können sie viel besser halten, wir Nahrungsergänzungsmittel viel besser aufnehmen, auch durch die Lebensmittel und verlieren durch weniger Blockade auch weniger über die Niere. Ja, das sehen wir, da wir das auch in diesen Testungen mitmessen und sehen vom Vorher-Nachher-Finale, dass ja nicht nur Schwermetalle deutlich befreit sind, sondern dass auch viel weniger Spurenelemente verlieren. Und das verstehen die Leute, dass es wie ein Orchester ist.
dass man einen ziehen kann. Und das kann ich dann auch anhand dieser Laborwerte so plastisch darstellen. Die Leute freuen sich das, weil sie verstanden haben und gemerkt haben, dass das Investment, was sie jetzt getätigt haben, für die nächsten 10, 20, 30 Jahre gilt. Und sie echt sagen, hey, das Thema ist jetzt fertig. Ja, also wirklich so diese Vorsorgeuntersuchungen. Ich meine, mit 50, oder, sollte man ja mal das Kontrastmittel und mal abchecken alles, oder? Darm, Magen wird empfohlen bei den, ja. Und dann wird aber nicht empfohlen, dass nachher diese Giftstoffe wieder raus. Ich habe ja selber in der Radiologie gearbeitet, oder? Das steht schon noch im Kleingedruckten in dem Aufklärungsbogen, dass da okay. und Ich habe andere es noch nie Sachen drin gemacht. sind. Aber es ist natürlich der Realität entsprochen, dass die allermeisten Ärzte nicht darüber aufklären, dass der Patient sich das in der Regel, weil es eine häufige Untersuchung ist, selber durchliest und dann unterschreibt. Geschweige denn, dass wenn man dann einen Radiologen fragt, gerade vielleicht auch das untere Semester, ob sie dort effektiv Ahnung haben über Gadolinium und vielleicht wissen, dass das, also die Frage, wo sich das ablagert und welche Symptome Gadolinium machen kann, fragt das mal einen Radiologen, da wird selten eine richtig klassische und fundierte Antwort kommen, weil sie einfach sich nicht auf deren Schirm, also sie wissen schon, was sie geben und auch, dass das Metall ist. Aber es ist halt irgendwo normal geworden und ich habe auch nichts dagegen, dass man wirklich sagt, schaut mal, das ist etwas, wo ich jetzt nutze, weil es eine therapeutische Konsequenz hat. Wir brauchen wirklich etwas, wo wir die weichen Organe, die weniger dichte Strukturen darstellen wollen, Knorpel oder andere Sachen, weil man richtig gucken möchte, hey, muss ich da was machen oder nicht? Und dann ist das kleinere Übel, weil man aus meiner Sicht auch mit ganz gezielten Schwermetallausleitern, wo man nicht nur auf mehrere Metalle mit einem Hammer draufhaut, sondern wie ich immer sage, auf eins dann mit dem Sportschlaghammer relativ rasch das auch wieder aus dem Körper rausbringen kann. Aber man sollte das wie gedanklich vorbereiten und auch zeitlich wissen, wo man was macht. Ja, wirklich. Also jetzt komme ich gleich zu der nächsten Frage, und zwar mit Infusionen umgehst du ja die Magen-Darm-Route und kannst viel direkter unterstützen. Jetzt verstehe ich auch wieso, weil viele Leute so vergiftet, sage ich mal, sind, dass sie das gar nicht mehr aufnehmen können, gewisse, ja, Stoffe, weil der Magen-Darm-Trakt vielleicht so gestört ist. Also macht das für mich jetzt noch viel mehr Sinn, hat schon immer Sinn gemacht. Das ist vor allem auch für Menschen interessant, die Magen-Darm-Probleme haben oder einfach raschere Resultate spüren wollen. Gibt es sonst noch Pros für die Infusionsvariante? Oder sagst du, ja, nein, wenn die Leute nicht gerne Infusion haben, klappt es auch mit Nahrungsergänzungsmitteln? Also jetzt verstehe ich, dass das ja nicht geht. Bei Leuten, die Magen-Darm-Probleme haben, macht das ja fast keinen Sinn. Auf diesen Weg. Lieber indirekt über Infusionen zum Blut, dass der Magen-Darm-Trakt wieder funktioniert. Und dann, oder? Ja, also Infusionen haben viele Vorteile, sind aber nicht immer das A und O und nicht immer vorzuziehen. Das kommt ganz drauf an. Zum Beispiel, wenn jetzt der Darm einigermaßen gut funktioniert und die Fettlöslichkeit gegeben ist, sei es für die Vitamine A, D, E, K, für Omega-3, dann schafft man mit einem soliden, liquiden, also flüssigen, hochdosierten Omega-3-Präparat relativ gute Resultate und braucht jetzt keine Omega-3-Infusion. Ja, Omega-3-Infusionen kommen viele, die eben Fettverdauungsprobleme haben oder schwanger werden wollen, weil sie ihren Uterus und vielleicht auch andere Dinge wie intravenöse Eizellbefruchtung wie vorbereiten möchten. Das sind auch so Themen, wo das häufiger ist, oder? Ich nenne das Beispiel Eiseninfusion, mal angenommen und nur bei perfekter Darmtätigkeit schaffst du, und das ist wissenschaftlich belegbar, etwa 9% Resorption, also aufzunehmen über den Darm von dem, was du oben reingibst. Das ist nicht allzu, und das ist in ähnlichen Sphären von dem, was dann auch bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln ist. So, und dann muss man sich schon noch überlegen, ist das etwas, wo ich jetzt eklatante Mängel habe und einfach nur einen Speicher auffülle? Zum Beispiel bei Eisen. Da funktioniert das relativ gut. Muss man nur schauen, welche Infusionsmöglichkeit. Gibt es mehrere in der Schweiz.
Und dann muss man schauen, dass man auch ein Präparat nimmt, wo länger dann oben bleibt, keinen Phosphatmangel macht und einfach sich ein bisschen auskennen. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe aber nicht etwas, wo ich nur einen Speicher auffülle, sondern vielleicht etwas, wo wie bei Aminosäureninfusionen oder wie bei, ich sag mal, längerfristigen Sachen wie Magnesium oder andere Sachen, da ist es nicht immer allzu rasch, dass ich vielleicht 1, 2 Infusionen gebe und das Ding ist knatschvoll. Da muss man sich wirklich auskennen. Selbst bei Magnesiuminfusionen, das denken die meisten, gehört ja nur auf die Intensivstation und haben da ganz viel Angst vor. Dabei gibt es wirklich schöne Studien, wie man was auch im Kopfschmerzbereich oder muskulär mit therapieren kann. Man muss halt wissen, was es machen kann. Aber auch das bieten wir an und sagen den Leuten ganz klar, wie viel Infusion sie ungefähr zu erwarten haben. Für mich ist einfach ganz wichtig, da hast du recht, der Darm gehört saniert. Wenn wir sehen, da ist die Darm-Zell-Zell-Verbindung, die Darm-Zell-Verbindungen haben ja meist wie ein Reißverschluss einfach eine Verbindung, die muss wie verschlossen sein. Es dürfen nicht Toxine zu viele oder die Darmflora, Bakterium, das darf nicht außer Rand und Band sein. Selbst Glutenunverträglichkeiten oder andere Sachen stumpfen die Darmzotten ab. Der Rasen, der die Mikronährstoffe aufnimmt, ist dann nicht wie vorbereitet. Es gibt alles Blockaden. Das testen wir alles. Ja? Wenn bei uns jemand zum Stuhlcheck kommt, dann haben wir über 30 solide Stuhltestparameter, inklusive Verdauungsenzyme, inklusive Histaminbelastung und. Das ist etwas, wo wir wirklich sehen können, hey, sehen wir selbst in der Schleimhaut Probleme, sehen wir in dem Immunsystem, was im Darm ja noch das Größte ist des Körpers, Probleme und so vieles mehr. Gibt es da schon Hinweise auf Lebensmittelallergien? Und dann können wir viel weiser Entscheid treffen. Braucht es erst einmal gar nicht Infusionen unter Umgehung des Darmes? Die Darreichungsform oral ist ja auch immer eine Budgetfrage und auch eine Zeitfrage. Können wir da einfach schon viel mehr erreichen? Das mache ich objektiv, anhand von Daten auch abhängig. Ja? Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Infusionen sind natürlich für High-Performer, Leute, die es schnell haben wollen, häufig super. Bioverfügbarkeit, weil direkt ins Blut, ist super. Man kann die Dosis viel besser anpassen und flexibler reagieren. Aber, und das muss man sagen, ist nicht bei jedem Patienten unbedingt notwendig. Ja? Aber man kann damit auch auf den Darm einwirken. Aber Über natürlich. das Blut, oder? Geht es ja dann auch in den Darm und kann ja den Darm auch aktivieren oder stärken. Komplett. Der gesamte Das Darm ist funktioniert. natürlich mit Blutgefäßen versorgt. Eben, dass das indirekt zum Darm kommt und mehr Wirkung zeigen kann, oder? Wir haben zum Beispiel Kombinationspräparate, die zum Beispiel speziell mit Teilaminosäuren und anderen Bereichen, wir wissen, was braucht der Nervus vagus, also der Hirnnerv, der zum Beispiel auch die inneren Organe, gerade den Darm versorgt, einfach angeregt wird. Auch da sind wir spezialisiert drauf. Ja, man spricht Darm-Hirn-Achse, unter anderem, weil der Nervus vagus dort das versorgt. Die Charité Berlin zum Beispiel führend. Und da sehen wir immer wieder, dass man eben auch durch Infusionen was anregen kann. Aber es ist sehr vielschichtig, es ist und bleibt ein Orchester. Man muss die Verbindungen schon wissen und nicht alle seine Pferde auf also wie sagt man schön, es braucht mehrere Ansätze. Und ja, da sind wir Ansprechpartner und schauen uns ganz genau an, hey, ist der Darm vorher saniert oder nicht? Auch unabhängig von Infusionen ist das wie das letzte Glied. Man nimmt alles darüber auf. Es sind mehrere Meter. Es ist das größte Organ im Körper neben der Haut. Und das muss einfach optimal sein. Ja? Und da nenne ich noch ein Beispiel. Einige chronische Darmerkrankte, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Ja? Und da kann man den Darm mit Metallbefreiung durch zum Beispiel Ausleitungen, mit Kurkuma, Weihrauch intravenös, machen sogar Professoren in Deutschland, die ich kenne, die gestandene Gastroenterologen sind, machen das. Neben noch einer Darmtransplantation machen sie das auch noch. Man sehr, sehr viel erreichen.
Natürlich Ballaststoffe den Darm von außen in auskleiden, kann gucken, dass einfach man so viel erreicht. Ja, Infusionen und Darm ist möglich. Es ist einfach ein Geben und Nehmen, auch in der Mikronährstoffmedizin. Ja. Ja, sehr komplex, hochkomplex. Da braucht es einen Profi, ich sehe das. Ab welchem Alter empfiehlst du Infusionen? Also für Kleinkinder ist ja wohl noch nichts oder schon? Für schwerkranke, krebskranke oder so Kinder ist das auch wahrscheinlich. Es ist ein großes Thema, in der Tat. Ich Mhm. bin dafür noch zu sehr Schulmediziner, dass ich sage, ich gehe jetzt hier irgendwie meinen eigenen Weg. Nein, man muss wirklich aufpassen. Mhm. Ja, wenn ich Chelattherapien mache, dann muss man schon gucken, dass die Leute nicht deutlich jünger sind als 18. Je nachdem, welcher Chelator, DMSA zum Beispiel, ist relativ unverfänglich. Das kann man sogar in oralisierter Form Kindern geben und so weiter. Ist das noch ein Unterschied? Ja, es kommen viele Menschen auf mich zu, gerade weil ich noch eine gesonderte Expertise im ADHS-Bereich habe oder auch autistisch teilweise, weil es manches überlappend ist und wollen dann mit 6-jährigen Kindern bei mir dann Infusionen rauf und runter. Und dann muss ich dann einfach sagen, schaut doch mal, das kann ich nicht leisten. Ich bin ein Mhm. sagt man nicht. Ja? Und dann schauen wir, dass wir dort Einnahmeempfehlungen machen, wo vielleicht dann auch einfach komplett liquide, flüssig sind. Sei es, dass solche Kinder dann vor allen Dingen liposomales Zink brauchen oder ein flüssiges All-in-One-Präparat oder wirklich keine Kapseln schlucken. Da muss man dann halt schauen. Das ist so wie bei den Serienunternehmern, die sagen, hey, du, nur morgens und nur nach meiner Meditation und nur noch und Infusion nur einmal pro Monat und das muss passen. Ich will jetzt dafür ein Konzept. Das ist das andere Extrem, dass du dann halt Eltern hast, die dir sagen, hey, schaut mal, das Kind sträubt sich, ich brauche das und dann stellen wir uns darauf ein und machen das Bestmögliche draus. Und das schätzen Mhm. schon die Leute, dass man da als Mhm. Arzt auch flexibel ist und nicht nur einfach seinen sturen Weg geht, sondern versteht, dass die Mitmachbarkeit aufgrund der angepassten Darreichungsform und so vieles genauso entscheidend ist wie Qualitätsprodukte, die man in den Körper reingibt. Weil was hilft es, wenn der Patient nicht mitmacht oder Gewohnheit nicht entwickelt oder es nicht schmeckt oder ich denke da an Fischöl oder so. Ja, dann hat man auch nichts davon, dass man Top-Produkte hat. Man muss die beide Seiten verstehen und ich glaube, Ja. das zeichnet mich auch ein bisschen aus. Ich nehme auch Nahrungsergänzungsmittel, da wo es sinnvoll ist und weiß auch, dass nicht alles gut schmeckt. So, und wie man dann sich das Leben praktisch erleichtern kann, da ist man dann immer im Dialog und ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Sache. Ja, das ist eben das Ganzheitliche, oder? Nicht nur eine Schiene, sondern du hast so viele verschiedene Schienen. Und jetzt haben wir die Kinder gehabt. Was ist denn mit den Frauen? Du hast gesagt, schmalere oder leichtere Menschen brauchen nicht so viel, ähm, vielleicht auch Medikamente, oder? Mhm. Die Dosierung. Also wie handelst du die Damen, die Frauen der Welt? Also auf Thema Gewicht, klar, viele Frauen sind vielleicht etwas zierlicher und sind mehr so im 50 bis 60 Kilogramm Bereich oder teilweise drunter. Und es ist unabhängig vom Geschlecht ein Prinzip in einer soliden Medizin, dass man sagt, Stichwort Mhm. gewichtsadaptierte Dosierung, sei Mhm. es bei oralen Medikamenten oder Infusionen auch. Und Ja. halt nicht sagen, ich biete hier ein Wellness-Center an und wir machen keine Abklärung vorher und komm doch, wir machen diese und jene Therapie und es ist mir völlig gleich, wie viel du wiegst, was du für ein Immunsystem hast und. Es gibt einfach das, delegiert an meine Assistenten. Los geht's. Nein, das hat keinen Mehrwert für den Patienten. Man kann vieles falsch machen und das ist eben der große Unterschied. Kein Wellness-Center, zumindest im deutschsprachigen Gebrauch ist Wellness eher etwas, wo leichte Dosierungen mit ein bisschen Wohlfaktor assoziiert sind. Mhm. Im englischsprachigen Raum heißt Wellness noch viel mehr. Da kann das durchaus auch höher dosiert sein. Also wir sind ein echtes schulmedizinisch und komplementäres Kompetenzzentrum, wo auch solche Sachen auch achtet und den Patienten auch ärztlich dann mit Aufsichtspflicht betreut. Ich denke, das ist sinnvolle und wichtige Sache, diesen Unterschied mal rauszustellen, weil es immer noch und
sprossen ja an jeder Stelle, auch in Zürich gerade raus, diese Zentren, wo große Marketingkette hinter sich haben oder Geschäftsreihen, wo dann einfach auch Wellnessmedizin machen. Ist nichts dagegen zu sprechen, aber man muss den Patienten schon klar machen, Hochdosis, wo man deutlich was erreicht, mit einer soliden Abklärung, die weit über vielleicht ein paar Praxisanalysen gibt, die der Hausarzt abklären kann. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wir machen regelhaft, selbst in unserem kleinsten Programm, über 100 Laborparametern und da gucken wir richtig genau hin und können dann auch das Budget teilweise sogar sparen vom Patienten, weil wir genau das machen, was er auch braucht, personalisiert und nicht einfach standardisiert. Ja. Ja, das macht Sinn, so die individuelle Medizin. Das macht es aus, Ja, den das Menschen. Mhm. Ich bin gar nicht auf die Frauen eingegangen. Die haben natürlich sehr viele Sachen. Thema Knochenstoffwechsel, Thema Geschlechtshormone, Menopause und so weiter. Ja, das schauen wir uns genau an. Aber hey du, wenn du da anmoderierst, kann ich gerne weiter darauf eingehen. Aber das ist etwas, wo wir natürlich nicht vernachlässigen. Ja, nein, das glaube ich dir. Gut, jetzt Eiseninfusionen. Ich habe schon gehört, dass es nicht bei allen so lange hält. Also ist das bei dir anders? Hast du eine andere, weil du eben so breit gefächert bist, schaust du da auf andere Sachen, dass das wirklich lange hält, so eine Eiseninfusion und vielleicht auch Vitamin B12 auch das und all diese komplementären Dinge, die stimmen müssen, Vitamin C zur Aufnahme einfach. Also ich Richtig, denke, Vitamin C steigert die Bioverfügbarkeit von Eisen. Großes Thema. Kann man. Ähm, Ich schaue mir vor allen Dingen von der Ursache an. Ich merke immer wieder, Patienten kommen und sind der Meinung, der Hausarzt hat wirklich abgeklärt oder sind der Meinung, das ist jetzt mal die Monatsperiode, die etwas stärker ist und der Hausarzt hat einfach gesagt, ja, das ist so, du brauchst jetzt einfach Eisen für die nächsten Jahre, komm alle halbe Jahre und ist das. Das ist höchst unprofessionell. Es gibt ganz klare Leitlinien, dass wir Eisen haben, wo man den Eisenstoffwechsel selber messen muss mit Rezeptoren, Transportsättigung und. Ja, bis hin zu seltenen genetischen Dingen, wo vielleicht nicht funktioniert, dass einfach die Aufnahme an sich im Stoffwechsel gestört ist, gibt es immer wieder. Dann gibt es einen Verlust über Blut oder andere Sachen, wo natürlich Eisen auch dann rausgeht. Und dann gibt es die ganze Aufnahmeseite. Also Aufnahme, Stoffwechsel, Verlust. Und das muss man richtig abklären. Selbst Glutenunverträglichkeit blockiert Eisen. Ja, oder manche Metalle blockieren Eisen. Oder. Und es ist eben nicht nur das, was die meisten kennen. Also man muss in einer gewissen strategischen Reihenfolge sicherlich 15 Sachen abklären. Und dazu gehört im Extremfall, spätestens wenn eine leichtgradige Anämie, Blutarmut dadurch noch entsteht, gehört dazu auch, dass man mal eine Gastroskopie macht und ein paar dann auch kleine Biopsien entnimmt und selbst da schaut, wie sieht das denn eigentlich mit den Darmzotten aus. Und das hat mir noch mein Gastroenterologe damals, wo ich in der Ausbildung war, wirklich gepredigt, dass zu jeder soliden, wenn es auch leichtgradige Anämie ist, eine solche mit Eisenmangel gepaart gastroskopische Abklärung gehört. Und das macht leider fast kein Hausarzt. Aber das ist nein, ganz ich habe das noch nie gehört, dass ich das, weil ich leide ja seit Jahren an Eisenmangel oder vielleicht ist es auch nicht Eisen, keine Ahnung, was das ist, aber einen Mangel habe ich irgendwo. Ferritin sicher, aber wahrscheinlich auch anderes. Aber das habe ich noch nie gehört, dass man das Also tun ich sollte. Deshalb. fasse es zusammen, oder? Die Ursache wird häufig stigmatisiert, auch vom Hausarzt, weil es ja so weit ist. Ja, Und Eisenpillen. dann wird sich auf ein Minimum reduziert. Und ich finde bei mindestens 50% dieser Leute, die kommen, wo ich sehe, es wird keine solide Eisenabwehrung nach schulmedizinischen Leitlinienkriterien gemacht. Ursache, die nicht zwingend einfach nur Monatsblutung ist. Häufig sind sie ja nur eine Teilursache und das ist eine Mischursache, wo mehrere Sachen zusammenkommen. So muss man einfach sagen, hey, oder auf gynäkologischer Seite, dann sind da Myome oder andere Sachen, wo selbst aus dem mechanischen Bereich dann noch die verstärkte Blutung fördert, wo man dann die Blutung selber, die ja den Eisenmangel fördert, auch noch ursächlich abklären kann, warum ist das denn bei dir jetzt so viel? Das heißt, da muss man auch mit anderen Ärzten zusammenarbeiten. Das heißt, dann schicke ich die auch manchmal teilweise noch zum Gynäkologen oder.
Und das Mhm. gehört für mich, für eine solide Detektivarbeit dazu. Kann man dem Hausarzt zugutekommen lassen, er hat nicht so viel Zeit und ist vielleicht auch, weil es natürlich in einem gewissen Rhythmus und Patienten auf Volumen kommt, nicht immer so in seinem Interesse, weil er kann vieles nicht so abrechnen. Und eine Praxis hat einfach 22 Spezialanalysen. Wenn Sie ein praxisinternes Labor haben, damit können die Umsatz machen. Alles darüber hinaus ist dann nicht so interessant aus Ja. betriebswirtschaftlicher Sicht für den Hausarzt. Das ist schade, weil da geht eine detektivische Abklärerabsicht für den Patienten verloren. Und das verstehen die meisten Laien einfach nicht, weil der Hausarzt dann noch sagt, wir haben alles gemacht. Nein, Eben. meist nicht. Ja, ja, man kann leider nichts tun. Entschuldigung. Das ist Das war die hoffnungsloser Fall. Ursachenseite. Das war die Ursachenseite, wo ich denke, muss einfach im System, in den Köpfen der Ärzte noch solider gearbeitet werden. Ja, weil das ist Hauptaufgabe 90% der Hausärzte. Und dann sagtest du, gibt es Unterschiede von Infusionen. Ja, ja. In UK, Vereinigtes Königreich oder in anderen Ländern, da wird das gar nicht von der Krankenkasse bezahlt. Da laufen viele Frauen mit Blutarmut rum und ihnen kann nicht geholfen werden, wenn sie jetzt nicht irgendwo als Selbstzahler auftreten oder so. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Wir nutzen zum Beispiel häufig ja Venofer, weil es gerade Sportlern, die auch unter Phosphatmangel und andere Sachen sonst leiden würden, aufgrund, wenn man andere Produkte nutzen würde, einfach deutlich besser ankommt. Man kann es besser dosieren, weil es in kleineren Abschnitten möglich ist. Es ist in der Regel auch Universitätsspital Basel macht zum Beispiel auch unter 18-Jährige, auch mit Venofer. Das Fair Inject jetzt nicht so. Dann gibt es jetzt noch Monofer und andere Sachen, wo ich noch nicht so gute Erfahrungen habe, weil bin ich nicht so ein Fan von. Gibt es andere Gründe, warum. Und wir sehen, wenn man dann halt sich auf richtige Produkte, die einfach manche Nachteile nicht haben, fokussiert, kann man deutlich länger die Werte oben lassen und ein bisschen besser verfolgen. Und klar, auch da darf man Eisen nicht überdosieren, aber das größte Problem wäre, wenn man es unterdosiert. So. Und man muss das nachverfolgen. Auch das sehe ich, dass das nicht jeder Hausarzt macht. Man kann zum einen schauen, hey, schauen wir das Ganze jetzt 2 Wochen später an. Ist überhaupt ein Anstieg zu verzeichnen, der adäquat ist, oder war das unzureichend? Und dann 2, 3 Monate später, je nach Leitlinie unterschiedlich, je nach Land, kann man gucken, konnte ich das Ganze halten oder habe ich über einen gewissen Zeitraum einen ganz klar definierten Verlauf Abfall. Und dann kann man im theoretischen Fall, wenn da sich nichts von den anderen Variablen ändert, das auf 3, 9, 12 Monate hochrechnen und kann dann sehen, wenn wirklich alles abgeklärt ist, brauche ich denn und wenn ja, wie viel Infusionen? Aber auch da kann man manchmal was machen. Ich habe schon Ja. innovative Gynäkologen gehabt, die sorgen sogar mit, dass die über die Schleimhaut mit hochdosierten Ingwer, ein Professor arbeitet damit, arbeiten vom Uterus, ja, wo das abgestoßen wird, oder kleinste Verödungen machen, wenn die Schleimhaut wirklich das Problem ist, sodass es dann nicht so ganz so krass ist. Aber es braucht echt innovative Gynäkologen und Leute, die sich da Gedanken gemacht haben, weil manches halt nicht klassische Leitlinie ist, Off-Label oder. Aber es gibt immer Möglichkeiten. So, und es muss immer eine Lebensdiagnose sein. Du hast jetzt Blutung und bis zu deiner Menopause hast du einfach einen Mangel. So, das ist einfach nicht. Take it. Also aus Geschäftsführersicht oder Unternehmer würde ich sagen, geht nicht, gibt es nicht. Aber das Ja. Nein, das finde ich wirklich, das ist ein ganzheitlicher Ansatz. So, was sind denn deine nächsten Pläne und Ziele? Du hast ja immer viele Ideen und was bist du gerade, was für ein Projekt beschäftigt dich? Also ich habe das Infusionszentrum Zürich aufgebaut, neben der Privatpraxis. Ich bin jetzt gerade Swiss Medical Director für NRD Klinik, also für NRD intravenöse Produkte von einem pharmazeutischen Hersteller geworden, für den Raum eben Schweiz. Da schauen wir, dass wir auch im Langlebigkeitsbereich noch etwas mehr als nur Wellness drüber hochgehen. Kann man gut
mit Resveratrol und mit anderen Sachen, weil ich habe natürlich im Rahmen meiner internationalen Praxistätigkeit viel mit mir Multiplikatoren, Unternehmern und anderen Leuten, die auch große Netzwerke haben, zu tun. Und dann ist immer mehr auch das Thema, hey, ich möchte langfristig mein Leben optimieren. Ich möchte präventiv arbeiten. Ich möchte, dass jede Zelle alle Kraft hat, die es braucht. Und da ist das jetzt nicht nur Hype, sondern gesund angesetzt, sichtlich förderlich. Und das ist gerade ein großes Thema. Dann habe ich natürlich viele Tumorpatienten, wo wir auch immer mehr behandeln. Und ja, ob es dann demnächst noch in Zug oder Luzern oder wer weiß wo einfach noch weitere Zentren gibt, das lasse ich jetzt mal offen. Wichtig ist für mich, dass das Team wächst, dass wir da vielleicht noch Ernährungsberater und Therapeuten mit reinnehmen. Ich würde mich auch freuen, wenn da noch mehr Ärzte dann da sind. Aber da schaue ich natürlich ganz genau hin, wem ich meine Patienten dann aussetze. Für mich selber steht natürlich jetzt das nächste Thema, dass ich noch mehr in Social Media reingehe und einfach auch diese Aufklärung online über die digitalen Medien noch mehr forciere. Ich bin noch jung, einige Zeitungsartikel veröffentlicht und das Thema Marketing ist ein großes Thema, aber für mich einfach interessant im Rahmen der Aufklärung und der Sichtbarkeit. Patienten kommen auch so viel Mund-zu-Mund-Propaganda, aber da ist man einfach auch Unternehmer und muss dann in die Sichtbarkeit rein und sich auch um solche Dinge dann kümmern. Klar, es gibt immer zu tun und aktuell ist das Hauptaugenmerk auch meine Familie, dass ich da einfach dranbleibe und nicht vernachlässige. Ja, ja, du bist auf allen Schienen, bist du immer top. Unsere Zeit ist leider fast um, aber bevor wir abschließen, was sind die 3 wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen sollen? Ich denke, das Erste ist, wenn man in der integrativmedizinischen Welt eine Behandlung sucht, dass man sich den Arzt ganz genau anschaut, dass man also schaut, dass er vielleicht zumindest ein Grundverständnis hat von der Schulmedizin, dass er keine Anfängerfehler macht, also in beiden Welten irgendwo zu Hause ist. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man dann einen Arzt hat, der auch mit anderen zusammenarbeitet und ein Netzwerk hat und nicht meint, er wäre der Herrgott und weiß und könnte alles selber und wirklich alles. Das gibt es nicht. Ja, und die dritte Sache ist, dass man mit gesundem Menschenverstand eben nicht nur auf objektive Zahlen und alles schaut, sondern dass man auch gesunde Beziehungen führt, dass man vergibt, dass man sich sozial abdeckt, dass man im idealerweise vielleicht verheiratet ist oder auch über andere Dinge sein Immunsystem stärkt und dass man einfach schaut, dass es noch so viel mehr gibt als die Hörgötter in Weiß in der Medizin. Und ja, das wäre vielleicht das, wo ich ganz entscheidend finde. Super, ja, also das war ein tolles Schlusswort, wirklich. Ich bin gespannt, was du noch alles tun und machen wirst. Ich bleibe sicher auf dem Laufenden. Über die sozialen Medien finde ich super, weil die Leute brauchen Informationen, wirklich. Also danke, Joachim, für deine Zeit und die hilfreichen Informationen. Ich schätze dich als Mensch, als Arzt und bewundere, wie du dein Leben mit Frau und 2 Kindern meisterst und dabei für deine Patienten stets erreichbar bist. Du wirst nie müde, Neues zu lernen, gehst neugierig offen auf andere zu. Es ist so eine Bereicherung, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich würde dir mein Leben anvertrauen, wirklich. Also danke vielmals. Hey du, danke für die Einladung und ich wünsche dir für die Alexander-Technik, wünsche ich dir alles Gute. Du bist da, glaube ich, die Größe in der Schweiz und vielleicht sieht man auch dich mal im Fernsehen oder einfach etwas auf Plattform und du startest hier. Ich wünsche dir viel Kraft und Strategie dabei. Danke vielmals, danke sehr. Wir haben so viel spannendes Hintergrundwissen und mehr über die Behandlung mit Infusionen und wie wichtig es ist, Mängel frühzeitig zu erkennen, erfahren. Der Körper braucht in der heutigen schnelllebigen Zeit mit den äußeren Umweltfaktoren und dem Stress Unterstützung, um lange gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Ich empfehle, mit Joachim in Kontakt zu treten. Sein Infusionszentrum ist an schönster Lage am Zürichsee, sodass es mehr wie ein schöner Aufenthalt ist und man sich sicher und gut aufgehoben fühlt. Und das Umfeld ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Folgt uns für weitere Inhalte. Alles Gute,
Passt auf euch auf, lasst uns wissen, wie ihr das Interview fandet.